Wir sind Nina und Alex. Und wir nehmen euch für ein Jahr mit auf Weltreise. Herzlich willkommen zur Folge 5 bei den Angsthasen auf Weltreise. Heute mit der kleinen Stadt Valladolid. Die liegt in der Provinz Yucatan. Da sind wir eine ganze Weile hängen geblieben. Ich glaube über 1,5 Wochen, weil es uns einfach so gut dort gefallen hat. Die Stadt ist etwas kleiner, sehr gemütlich. Es gibt einen Stadtkern, auf dem sich dann so ein kleiner Platz befindet. Und dort ist auch eine Kirche. Man fühlt sich irgendwie so mitten unter den Einheimischen, obwohl es dennoch touristisch ist, irgendwie ursprünglicher und natürlicher. Von Valladolid aus erreicht man einige tolle Maya-Städte und zum anderen aber auch sehr, sehr schöne Zenoten. In Valladolid selbst gibt es auch eine Zenote, das ist die Zenote Zaki. Und Zenoten entstehen folgendermaßen. Die Zenoten, das sind sogenannte Karsthöhlen, wo oft auch die Decken eingestürzt sind. Die haben Grundwasserzugang. Ja, und so müsst ihr euch vorstellen, sind in diesen Höhlen große Wasserbecken, die natürlich jetzt schön zum Schwimmen einladen und eine ganz tolle Attraktion sind. Einfach magisch. Eindrucksvoll ist auch die Pyramide in Chichén Itzá. Sowohl architektonisch, nennt man das so? Ja, als auch historisch gesehen. Und es gibt richtig coole Soundeffekte. Aber dazu erzählt euch Alex mehr, das ist nämlich unser Maya-Experte. Wenn man das so sagen darf. Chichén Itzá ist eins der 7 neuen Weltwunder. Es ist wirklich eine wunderschöne archäologische Struktur. Im Zentrum des Ganzen steht natürlich die große Pyramide, die vermutlich, so sagen Archäologen, wohl als Maya-Kalender gedient haben soll. Denn wenn man alle Stufen zusammenzählt, der Pyramide an den Seiten und das obere Plateau dazu, dann kommt man genau auf 365 Stufen, 365 Tage. Chichén Itzá hat neben der Maya-Pyramide natürlich noch viele andere Ruinen zu bieten. Beispielsweise dieses Spielfeld. Da geht es darum, dass die Maya damals ausgespielt haben, wer geopfert wurde zu Ehren der Götter. Ihr müsst euch das so vorstellen, rechts und links auf der Spielwiese hingen große Ringe. Und man hat mit einem Lederball gespielt und manchmal auch mit so einem Brett. Und Ziel des Spiels war es, den Lederball durch die Ringe zu bugsieren. Derjenige, der dann der Glückliche war, in Anführungszeichen, und den Ball durch die Ringe befördert hat, der wurde geopfert, zum Wohle der Götter. In Chichén Itzá kann man verschiedene Effekte begutachten. Zum einen, wenn man vor der Pyramide steht, also gerade vor den Treppen, und man klatscht mit einer genug großen Gruppe lautstark in die Hände, dann klingt das, als wenn ein Vogel zwitschern würde. Ja, richtig cool. Und zweitens, ich glaube, zur Tag- und Nachtgleiche steht die Sonne so im Verhältnis, dass der Schatten der Pyramidenecken so auf die Treppen fällt, dass es aussieht, als würde sich eine Schlange formen. Diese Schlange bewegt sich dann auch im Laufe des Tages, weil der Schatten immer so weiter wandert. Ja, dass es aussieht, als würde sie wirklich wandern. Und am Sockel der Pyramide stehen 2 Schlangenköpfe. Dann sieht das so aus, als wären das die Körper von diesen Schlangenköpfen. In Chichén Itzá habe ich dann einen Regentanz vollführt. Der hat dazu geführt, dass aus ein bisschen Regen noch mehr Regen wurde, sodass wir eigentlich am Ende klitschnass waren. Zu der Stimmung sind wir dann noch zu der Zenote hinübergegangen, wo tatsächlich Menschen damals geopfert wurden. Archäologen haben Überreste gefunden, so haben die Mayas damals wohl ihre Opfer den Göttern dargeboten. Ja, um die Stimmung wieder ein bisschen aufzuhellen, hat Nina dann den glorreichen Sonnentanz vollführt, der dazu geführt hat, dass die Sonne rausgekommen ist und wir sind mit ein paar Sonnenstrahlen belohnt worden.
viele Leute besuchen eine Zenote, die heißt Ikil. Wenn man morgens so früh wie möglich da ist, dann hat man die Zenote für sich alleine. Man konnte dort hinuntersteigen und das Licht, was durch dieses Loch in der Decke geschienen hat und überall waren Pflanzen. Die Zenote war richtig, richtig schön. Den Tag ausklingen lassen haben wir dann meistens bei einem leckeren Essen im Restaurant. Es gibt ganz viele super günstige Restaurants in Valladolid, die ganz viele Leckereien anbieten, von Tacos, Fajitas, alles Mögliche und super lecker. Und da haben wir uns dann meistens gut gehen lassen abends. Oh ja, das war sehr, sehr lecker. So haben wir die Abende ganz gemütlich verbracht nach unseren Ausflügen. Wir haben jetzt auch noch ein paar Tipps für euch. Tipp Nummer 1 für Chichén Itzá. Nehmt euch doch einen Guide, der euch Näheres zur Geschichte der Maya-Stadt erklärt, weil es einfach super spannend ist, die Maya-Geschichte näher zu erfahren. Ja, als zweiter Tipp, schaut euch einfach mal Valladolid genauer an, geht zu Fuß durch die Stadt, erkundet die verschiedenen Plätze, schaut euch die Kirche an, schaut euch den Park an, sprecht mit den Einheimischen, weil Valladolid ist wirklich eine super coole Stadt und hat uns beiden ganz besonders viel Spaß gemacht, weshalb wir da auch ein bisschen länger geblieben sind. Genau. In der nächsten Folge wollen wir euch noch mehr zeigen von dem, was wir in Valladolid so unternommen haben. Da gibt es ja noch viel mehr. Also, bleibt dabei, bis zur nächsten Folge. Wir sehen uns dann. Bis dann. Ciao. Ciao.